Das ist der Deseo in der Modellvariante 2021 mit 2 kompletten Motorradplätzen bereits installiert. Und hier ist der Stefan. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo. Du bist von Camperland. Genau, Camperland in Bösingen. Bösingen. Warum du aus der Schweiz kommst, das kannst du uns erklären. Wir sind nämlich in der Schweiz gerade. Ja, genau. Also warum ich aus der Schweiz komme, kann ich nicht erklären. Ich bin Schweizer und lebe hier und das Geschäft ist hier und wir sind hier auf der Messe Bern, ja? Genau, wir sind auf der Messe Bern und nicht auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Hier sind viele Produkte auch von der Hümer-Gruppe, muss man sagen. Die war ja nicht in Düsseldorf komplett da. Ihr habt unter anderem Etrusco hier auf dem Stand, aber jetzt sind wir bei Knaus. Ja, richtig, ganz genau. Etrusco aus der Hümer Gruppe ist ja offiziell nicht da, darum habe ich meinen eigenen Stand gemacht mit Etruscos und Knaus ist ja hier und ja, ziemlich vollständig anwesend. So, du kennst Wohnwagen, Marlene, das ist so. Und das Besondere ist bei den Wohnwagen, dass sie normalerweise keine riesen Heckklappe haben, oder? Nein, die fehlt komplett. Komplett. Und die ist hier mit drin. Wenn du mal gerade so nett bist, die mal schließt, die Heckklappe, dass man die mal sieht. Sie nennen es eine automotive Heckklappe. Die kannst du komplett zumachen und dann hast du quasi wieder einen Wohnwagen, der aber von hinten aussieht wie ein Sportwagen. Ist wirklich schön, oder? Ja, ist doch unglaublich, oder? Alleine die Blinker sind das Geld wert. Ja, wenn du es sagst, dann hätte ich es gesagt. Die Blinker sind die schönsten Blinker, die ich je gesehen habe. Nee, Spaß beiseite, sieht wirklich toll aus. Ja, absolut. Das ist ja der neueste Hype aus der Automobilbranche. Schön ist, das ist ein richtiger Transporter. Der hat Nutzlast ohne Ende. Das heißt, der hat jetzt eine Doppelachse auf der Länge. Das ist sehr ungewöhnlich, aber die braucht er auch. Das ist so, ja, genau. Das sieht natürlich der Kenner. Er hat dank dieser Doppelachse eine enorme Zuladung. Ja. So, hier unten sieht man die Doppelachse, die ist hier drin und er ist unglaublich umlagert, gerade das Fahrzeug. Und so sieht er denn innen aus, also wenn man so ganz normal jetzt mal reinguckt. Und er ist im Moment umgebaut, er ist nämlich umgebaut zum Motorradtransporter, das kann man hier sehen. Ganz genau, ja, da hat es jetzt Platz für 2 Motorräder mit entsprechender Halteposition, damit die während der Fahrt auch da bleiben, wo sie sein sollten. Fix. So, es ist eine Küche mit drin, muss man sagen. Das hier ist das was für Jungs mit dem Motorrad hier? Das heißt, die Motorräder riechen ja auch so ein bisschen. Absolut, also da muss man wirklich dann sehr, sehr, sehr verliebt sein in sein Motorrad, dass ich das da so drinnen mitnehme. Ja, ich für mich persönlich würde es nicht machen, aber doch, zum Glück gibt es diese Interessenten für sich. Das hast du lieb gesagt. Ich fahre ja selber Motorrad oder habe mal Motorrad gefahren. Ich konnte das damals auch nachempfinden, zumal man kann es ganz diskret transportieren. Das heißt, gerade wenn du ein ganz hochwertiges Motorrad hast, dann ist das möglich. Absolut, ja, natürlich, kann man so sagen. Also, wenn du mal kurz hier vorne mal zumachst, einmal kurz bewachst, denn es darf immer nur ein Haushalt zeitgleich ins Auto rein. Du guckst mal gerade, dass keiner reinkommt und wir machen hinten nochmal auf, dass wir... Ja, der Rahmen komplett aus Fiberglas, das ist auch was Besonderes. Macht mal auf, 2 ganz große Gasdruckdämpfer sind mit dabei. Das Ganze geht federleicht. Mal die große Klappe. Mal die große Klappe und jetzt kommt's, ich stehe komplett im Trockenen. Absolut, ja. Da gibt es auch einen Vorhang zum Anklipsen. Ein Vorhang? Dabei, ja, zum Schließen. Der ist dabei? Der ist dabei, ja, genau. Gut, so, jetzt sieht man hier vorne ein kleines Detail, das hast du ihm schon gezeigt. Ja. Da ist ein Projektionsscheinwerfer. Genau, entweder Position 2, dieses Knaus-Signet. Es ist sehr hell im Moment, deswegen sieht man es kaum, aber da ist Knaus. Oben die Hauptlampe. Die Hauptlampe, die auch recht hell ist, muss man... Ja, am Abend ist das taghell hier, ja. So, und jetzt sieht man hier, das ist ganz, ich sag mal, ordentlich gefertigt. Ich habe hier die Kanten Aluminium. Da kann ich die Auffahrrampen einhängen. Ja, genau. Dann habe ich dann die Stützen, die auch sehr stabil sind. Das heißt, hier kann ich dann wirklich dann mit 2 Motorrädern 350 Kilo, 400 Kilo auch gerne reinfahren. Ja, absolut, ja, ganz genau. So, da bin ich wahrscheinlich der Star am Campingplatz, wenn ich die Klappe aufmache, oder? Ja, wir hatten vor kurzem sowas mal gemacht. Also eine Zeitschrift hatte ein Deseo mitgenommen zum Testen, zum Vorstellen. Die fuhren auf dem Campingplatz. Der hat gesagt, ich bin fast nicht mehr weggekommen. Das ist so. Und die Leute gucken alle, denn wir werden jetzt mal die reinholen, die Marlene. Die Zooösen sind hier mit drin. Marlene, komm mal rein.
Du bist mal wieder unser Versuchskaninchen. Ja. Du kennst das Auto nicht, Nein, das Fahrzeug, den Anhänger. den Anhänger. So, Küche ist klar, das kannst du alles sehen. Ja. So, dann werden wir dich mal überraschen. Der Kleiderschrank ist groß, mach mal auf. Bitte, denn der hat was ganz Besonderes. Warum ist der so groß? Was denkst du? Wir haben ja keinen Fahrerbereich, ne? Fahrbereich ist ja nicht mehr drin. Oder was meinst du? Nee, absolut. Aber ich sag mal, die Wohnwagen, die haben schon große Kleiderschränke. Der ist er aber so tief extrem geht. groß, dass er so tief geht, ja. Was denkst du, warum das so ist? Wegen der Ausbuchtung nach vorne. Nee. Ich habe mir das erklären lassen von den Knaus-Leuten. Stefan, komm mal kurz her. Ja. Ich war ja schon jetzt in Düsseldorf am Karmann-Salon. Da stand der hier so ähnlich in einer anderen Ausführung. Und der Mann, der das gezeigt hat, weißt du, was der zum Kleiderschrank gesagt hat, warum der so groß ist? Nö. Da fahren Motorradfahrer mit. Die haben Helme, die haben Zubehör, die haben Jacken, Schutzkleidung und so weiter. Und die baut ja auf, die kriegst du nicht zusammengedrückt. Und das hat er mir damals so erklärt. Und ich habe auch am Anfang gesagt, naja, großer Kleiderschrank ist ja nie verkehrt. Aber da wurde es mir dann klar. Zumal hier unten habe ich dann auch nochmal einen Schrank. Wenn du mal siehst, bist, mach mal auf, wenn er aufgeht im Moment. Weil da ist die Halterung, die kann man wahrscheinlich demontieren. Ja, das sind Schnellverschlüsse, da Schnellschraubverschlüsse. Ah ja, geht nur bis da. Geht man bis dahin, da ist das das Wasser. Das Elektrokasten und der Wassertank, Fischwassertank. Sag mal, Leider kein Stauraum. so, jetzt hat man das hier, das Bad und so weiter, kommen wir gleich mal drauf. Jetzt jedes Mal hier das Bett umbauen, Marlene, hier unten. Das wäre wahrscheinlich sehr umständlich, oder? Das wäre auf jeden Fall umständlich, aber ich habe schon was anderes gesehen. Habe ich dich nicht bekommen. Nein, diesmal nicht. Ich habe das Hubbett entdeckt. Schade. Da ist es. Das ist echt grandios. Ist grandios. Ja, das ist manuell, das Hubbett? Ja, per Knopfdruck und dann. Ja, genau. Das ist cool, oder? Wenn du mal gerade so lieb bist, Stefan, das nochmal runterlässt, dass ich mal ein bisschen gucken kann. Es geht nicht ganz runter. Genau, wahrscheinlich muss man den Tisch... Genau. Nee, Doch. So, der Tisch muss sowieso weg. Ja. der muss eh weg. Ja. Der kommt dann rein. Und das Hubbett steht ihm gut, oder? Das heißt, der ganze Raum ist komplett genutzt für die Motorräder. Und, weißt du, was cool ist? Jetzt wird's tricky. Stefan hat zu mir gesagt, er kennt das Fahrzeug noch nicht en Detail. Aber wir werden es rausfinden. Das waren seine Worte. Ja, irgendwie muss das ja funktionieren. Komplett raus. Genau. Der wäre normal so auch festgebunden gewesen. Genau. So, dann nehme ich den mal raus. Ja. Ich stelle ihn jetzt einfach hin. Unkompliziert, weil. So, Was auch cool ist hier, die Hocker sind einzeln. Die Genau. kann ich mir da hinstellen. kann ich drauf sitzen, genau. Haben die auch nochmal Stauraum? Ja, so, jetzt schauen wir da mal, wie das nein. genau geht. Guck mal, das ist auch genial, oder? Da hast du auch nochmal Stauraum. So. Achtung, pass mal auf. Geht das da? Moment, so. Bis auf Millimeter. Sitzbank. Das ist ja genial. Das ist cool. Das sieht richtig gut aus 3, 2, jetzt. 1, Tü. Ui, entlasten und dann runter. So, und jetzt, So. jetzt könnte man eventuell noch die Motorräder sogar noch drunter noch transportieren. Das heißt, man könnte die unten lassen und drunter schlafen. Wo die genau ist, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das könnte die Rückwand sein von dem oder Sofa. Nein, es hat ja so. 2 Betten. Ja, Verlängerung. Aber ist genial gelöst, oder? Definitiv, also. Ist ein Wohnwagen. mit. Ausfallschutz. Sicherheitsnetz. Genau, Fahrenschutz. Sicherheitsnetz. Wie auch immer. Wie auch immer. Auf beiden Seiten, das sehe ich gerade. Hinten Genau. auch nochmal. Hinten auch nochmal. Das heißt, Sie können. Wo will ich hinfallen, wenn die Klappe zu ist? Oder schlafe ich mit der offenen Klappe? Ja, das könnte ich mir auch vorstellen im Sommer. Es gibt ein Netz, glaube ich, im Zubehör. Gibt sogar ein Zubehörnetz, genau hier in der Tür. Das heißt, man kann also die komplett offen lassen, wenn man möchte, am See. Und hat ein Netz dabei. Haben viele nachgefragt, ob es ein Netz gibt. Es gibt's. Ja, gibt es, ja. So, wenn du nochmal hochklappst, bitte, sei mal so lieb. Marlene, stopp, die Marlene muss einmal kurz drauf. Denn das haben wir nämlich den Leuten versprochen, dass wir das einmal kurz zeigen. Jetzt frage ich mich gerade, wie komme ich da hoch? Ja, du kannst die Schuhe ausziehen. Ja, könntest dann Für irgendwas habe ich den Hocker hier. den Hocker da, genau. Also Da vorne ist noch das Bett. lässt verschiedene.
verschiedene Optionen. So, das wäre jetzt die kurze Seite, glaube ich. Guck mal gerade, nee, passt. Ist groß genug? Ja, für mich auf jeden Fall. Guck mal, also ich lege mich jetzt mal ganz hoch. Genau, wenn du mal gerade die Beine die Arme mal komplett ausbreitest. Das heißt die Spannweite 1,20 bei dir. 1,40, ja. Hätte ich jetzt gesagt. Breite. Und von der Länge her auch ordentlich. Das heißt, hier kann ich ganz bequem schlafen. Unten drunter können auch noch Leute schlafen. Ja, das ist sicher theoretisch so gedacht, ja, auf jeden Fall, das passt. Wenn man sich liebt. Und die Motorräder habe ich in Sichtweite. Das heißt, wenn ich einschlafe, schlafe ich umso schneller ein, wenn ich die mag. Ja, kann man auch so sagen, ja. Schränke, das hier ist so ein bisschen wie zu Hause. Das heißt, hier könnte der Fernseher hin. Ja, das gibt es ja auch optional, steht hier, das TV-Board. Also es gibt ja eine andere Variante von diesem Sideboard, sag ich mal, wo dann der TV effektiv automatisch absenkbar ist. Dann verliere ich allerdings Stauraum. Wenn du gerade so lieb bist, so einen Schrank mal aufmachst, dass wir kurz mal reinschauen können. So, der geht hier vorne, hat eine gewisse Tiefe. Genau. Unten habe ich sogar so silberne Kanten mit drin, ganz schick gemacht. Der wird oft nachgefragt bei euch? Ja, ist schon Trendwagen, definitiv, ja, im Wohnwagenbereich, effektiv. Mal was ganz anderes. Es gibt absolut nichts Vergleichbares, nichts. So, und das ist die Küche. Das heißt, Schon mal die Steckdosenleiste ist ja schon mal schön mit dem Lichtschalter. Das hat man ja auch immer sehr wenig. Da hinten sehe ich schon eine kleine Nische wieder. Guck mal, da ganz hinten. für die Kaffeemaschine. Von hinten, ja, toll. Finde ich super praktisch aufgeteilt. So ein Zweiflammenkocher, der auch wirklich langt. Einen großen Kühlschrank von Dometic. AES-Kühlschrank automatisch. So, das heißt, der kann mit Gas. Ja, von einem Wohnwagen, also darum nicht Automatik. Klassisch. Stimmt, klassisch Umschaltung. Wohnwagenumschaltung. 230 Volt, 12 Volt und Gas. Genau. Und ich habe noch große Fächer. Wenn du die mal kurz aufmachst, hier so ein Fach. Kühlschrank. Ja, das ist einfach der handelsübliche 100 Dachlichter, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ja. Der gute 8er Dometic. Wenn du mal kurz hier aufmachst, bitte. Jetzt mal reinschauen. Da gibt es einen kleinen Knopf drunter, genau, Zentriegelung. Entdeckt. So, das sind die Gashähne und jetzt kommt's. Das Bad ist auch noch mit drin. Oben sind noch große Stauschränke. So, die Scharniere sind ordentlich. Das Dachfenster habe ich mit drin. Auf Wunsch kann man den natürlich ausstatten mit einem Mova, was wahrscheinlich viele machen werden. Mit was? Einem was? Mova, einem Motor, der an die Räder kommt, dass er sich automatisch fährt. Also so Ich weiß nicht, wie es in der Mover. Mover, ja. Ja, die deutschen Mover. Habe ich noch nie gehört, aber ja, mit Mover kann man den ausrüsten, ja. Okay. Ja, die meisten sagen, mit denen ich gesprochen habe, habe ich gesagt, mit dem Mover. Und dann sagen sie, was? Ich sage, mit dem Mova und dann klappt's. Ist so. Ist nicht so schlimm. Die Schweizer sprechen ja mehr Englisch wie die Deutschen. So ist es. Anscheinend. So, wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Da kann man jetzt sehen, Tür geht so weit auf. Geh mal rein. Sieht ja schick aus. Großes Bad. Ja, auf jeden Fall. Muss ich ja also die Dinger werden ja, wenn dann oftmals eher als zu Sportzwecken, also Motorradsport gebraucht. Das heißt, das muss eine anständige Dusche haben. So, es muss eine anständige Dusche haben, nicht nur das. Hier könnte man die nassen Sachen aufhängen. Wenn man fährt, dann fängt man an zu schwitzen, die kann man da reinhängen, kann man entlüften. Beim Sport, ja. Und hier vorne hast du dann einen riesen Spiegel mit drin, Hintergrund beleuchtet. Für die Dame am Abend. Eine große Wanne, eine Duschwanne. Genau, wenn du die mal ganz kurz anlupfst, wie man hier sagt in der Schweiz. Nee, unten den Teppich. Ich will mal ganz kurz was sehen. Ne, hat nur einen. Genau, 2 drin und hier ist die Toilette. Ja, prima. Schrank nochmal, bitte öffnen. Ablage. So, und ganz vorne hast du natürlich auch ein. Unten, was war da? Auch Stauraum. Wow, Da riesig. ist wirklich nochmal Stauraum. Also Badetücher, Handtücher kannst du da, denke ich, auch noch gut unterbringen. So, und wenn es dann nämlich unten ist und man das hier hochklappt, wenn du mal gerade das Polster hochklappst, bitte Marlene, dann sieht man mal, dann hättest du jetzt nämlich so vom Grundriss her
Nee, stopp, nur das obere. Genau. Und genau, das mal drehst, dann hättest du nämlich die Rückwand, die zeitgleich nämlich auch das Bett ist. Ich muss mich noch mal. Genau. Rückenlehne vom Sitzbank. Ja, und hier, Diesen drehen noch. Ja. Das wäre ja hinten wahrscheinlich. so, das heißt, man kann die Genau. auch noch Den drehen. auch noch drehen. Sorry. Genau so. So, wenn ich jetzt mal Das draufsetzt. ist eine Mega-Lounge, sozusagen. Wie viele Leute passen ein? Was denkst du? 3, 4? 5 bis 6, ja. 5 bis 6. Und plus noch die 2 Hocker, die ich mir hinstellen kann, wie ich will. Will. Riesenraumgefühl. Das heißt, ich kann komplett öffnen. Ja, es ist wirklich ein, wie sagt man dem? Ein Raumwunder. Ja, schon fast Überraschungswunder. Auf die Länge, er ist ja auch nicht lang, nicht speziell hoch, aber einfach dieser Grund ist, das ganze Prinzip ist Also gut zum Beispiel für Mountainbiker auch, die hochwertige Mountainbikes dabei haben für 10.000 Euro und mehr, kenne ich viele. Die wollen die auf keinen Fall draußen auf dem Fahrradträger machen. Wahrscheinlich gibt es hier jede Menge Zubehör, nicht nur die Breitenhalter für Motorräder, sondern auch wahrscheinlich für Fahrräder auch. Also vom Hersteller selber nicht, aber von uns selbstverständlich. Da können wir alles einbauen, was der Kunde wünscht, mit Fahrradhalterungen wie gewünscht eben. Ja, ein ganz tolles Konzept. Wir gehen nochmal kurz raus, auch alles wirklich gut ausgefertigt. Ihr seid zufrieden mit Knaus, mit der Qualität? Ja, absolut, definitiv. Also, das passt, ja. Es gibt auch eine Besonderheit, das ganze Fahrzeug ist komplett aus Fiberglas. Das heißt also ähnlich wie im Schiffsbau, wenn da mal was kaputt geht, man kann es ausbessern. Das ist auch ein Riesenvorteil. Das heißt, wirklich für die Ewigkeit gebaut. Ja, kann man so sagen. Leider, oder also jedenfalls aus unserer Sicht, gibt es noch keine Langzeiterfahrung. Aber es liegt nahe, wie du gesagt hast, wegen dem Schiffsbau, weil das so Elemente sind, die zusammengeklebt sind. Kann kein Wasser eindringen, so oder so nicht, aber Ist kein Alu, gell? Nein, gar nicht. Ich glaube, das wäre auch schlimm, wenn da einer jetzt mit dem Motorrad mal mit dem Griff dagegen kommen würde. Da wäre eine Delle direkt drin bei Alu. Das kann ja nicht passieren. Nee, das gibt dann halt einfach gleich ein Loch. Voilà, das kann man dann reparieren, den GFK. Und ja. Ja, ihr habt jetzt die Auktion, die muss man eigentlich fast mitnehmen, die Klimaanlage zu dem Preis, oder? Ja, warum nicht? Also so günstig gibt es jedenfalls sonst nie. Es steht ja statt 2.596. Ja, tolles Konzept. Das heißt, was ganz anderes mal mit Hubbett und Riesengarage und viel Platz tagsüber. Das Bett kannst du hochfahren. Aber Wohnwagen, ich meine, du kannst beide jetzt verstehen, Wohnwagen und Wohnmobil. Du hast beides ausprobiert. Ja, ich habe beides ausprobiert. Wo ist für dich der Unterschied? Hui, natürlich beim Wohnwagen musst du natürlich das stehen lassen, wenn du unterwegs bist. Wenn du dann irgendwie mal schnell irgendwo hingehen möchtest, einkaufen möchtest und so weiter, hast du den Vorteil, dass du dein eigenes Auto noch mal dabei hast. Aber wenn es dann halt mal wieder losgehen muss, dann ist natürlich das Wohnmobil viel einfacher, viel schneller. Du stellst dich einfach hin, bist mit deinem Zuhause direkt vor Ort, kannst direkt zum Strand oder wo auch immer ihr ankommt. Und ja, es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Seiten. Stimmt. Deswegen, man sagt ja, der Wohnwagen ist tot, es lebe der Wohnwagen. Neue Konzepte wurden praktisch erfunden, um den Markt zu beleben. Und das hier ist ein tolles Konzept, was bestimmt viele Fans findet, also bei allen Leuten, die gern Sport machen. Ja, definitiv. Also, und wie wir ja vorhin gesehen haben, speziell im Bereich Motorrad, aber wie du auch schon erwähnt hast, auch Fahrräder oder sonst eigentlich alle Sportarten mit großen Sportgeräten, sag ich mal. Ja, und 36.324 Schweizer Franken, das ist, ja, aber es ist ein Lasttransporter mit Wohnmöglichkeit. Das ist kein normaler Wohnwagen mit, ich sag mal... ja, schon die Bauweise ist ja eben kein normaler Wohnwagen. Auch das ist einmalig in diesem Segment und ja, speziell der Preis dazu. Also, das Dach aus GFK, Fiberglas, die hohe Nutzlast. Also wenn ich jetzt nur mal gucke hier, das heißt, also ich gucke mal gerade, was wir hier für eine Bettenmaster Hex und so weiter und so fort. Wo steht die Nutzlast? Breite Höhe, Masse des leeren Fahrzeugs 1250, 1320 und die Gesamtmasse sind
2000 Kilo, je nachdem, wie ich ihn zugelassen habe. Das heißt, ich habe eine Nutzlast von 750 Kilogramm. Das ist ja ein Wohnwagen, da fährt ja kein Fahrer mit. Genau. Ja, das ist richtig, ja. Ja, Stefan, du bist von Camperland oder Camperland, wie die Schweizer sagen. Da ist es. Ihr seid schon wie lange auf dem Markt? Etwas über 30 Jahre. 30 Jahre? Firma. Ja, genau. Du siehst noch so jung aus. Ja, nicht ich, aber mein Vater, der die Firma gegründet hat, ja. Okay. Genau. Ist das schön, jetzt in der Branche zu arbeiten? Das ist anders wie im Autohandel. Die Leute kommen ja, die freuen sich. Das Freizeitbranche ist schon gut, oder? Ja, das macht sicher Spaß, ist durchaus speziell in dieser Branche. Man ist täglich gefordert, weil jeder Kunde ist anders, jeder hat einen Sonderwunsch. Jeder? Jeder, ja. Es gibt kein 0815, es verläuft kein Tag wie der andere, unmöglich. Also von dem her ist es auch jetzt innerhalb der Firma für jeden Mitarbeiter, ist egal ob Werkstatt, Kundendienst, Empfang, Shop, für jeden ist jeder Tag anders, verläuft anders, immer. Das war 2020 für euch eine große Herausforderung. Das heißt, ihr habt viel gearbeitet, muss man auch sagen. Ihr hattet große Nachfragen, oft mussten Kunden auch warten. Das hygienekonzeptmäßig und ich sag mal, viele wollten auf einmal auch Freizeitfahrzeuge haben. Das ist so, ganz klar. Es ist ein sehr spezielles Jahr, das 2020 bis jetzt. Wir sind in der glücklichen Lage, eben in einer Branche zu sein, wo es funktioniert, mit einem entsprechend großen Aufwand. Ist so. Also auch in Stunden habe ich sicher noch nie gefühlt so viel gearbeitet wie dieses Jahr. Aber ich will nicht jammern, es ist jetzt so und wir nehmen es so. Ja, das geht mir uns genauso. Ich habe noch nie so viele Campingfilme gedreht wie in diesem Jahr. Stefan Kaufmann, ich bedanke mich vielmals bei dir. Wir kommen bestimmt noch mal wieder. Wir sind ja noch da bis am Montag auf der Messe. 7000 Personen am Tag dürfen auf die Messe. Ich habe schon gesehen, Samstag, Sonntag geht auf Ausverkauf zu. Die Leute, die herkommen, sind sehr interessiert, haben die Karten explizit gekauft und reserviert. Ja, das heißt, so viel wie sie sollten dann auch wirklich kommen. Man geht davon Kaufen. aus. Und vor allem auch kaufen, genau. Ist das ein Vorteil auf der Messe? Sind die Preise etwas niedriger? Nee, die Preise sind nicht niedriger. Ja. Gerade deshalb gibt es keinen speziellen Grund dafür und die Problematik ist ja noch die, dass eigentlich bei allen Herstellern die Modelljahre komplett ausverkauft sind. Das heißt, es gibt noch das zu kaufen, was jetzt hier steht oder beim Händler auf dem Platz. Oder was er vorgeordert hat. Oder was er geordert hat, genau. Aber nicht einfach so frei bestellbar irgendwie und noch schnell erhältlich. Das geht sowieso nicht mehr. Krass ist auch der Gebrauchtmarkt. Das heißt also, wenn jemand ein gebrauchtes Fahrzeug hat, gibt es wahrscheinlich keinen schöneren Zeitpunkt wie jetzt, um es loszuwerden. Ja, das wird so gesagt. Ich kann da leider nicht mitreden, weil ich habe im Prinzip keine Gebrauchten auf dem Hof. Oder die werden aus den Händen gerissen, oder? Genau. Und ja, das ist sicher so. Aber es kann sein, dass es auch eine kleine Gegenreaktion gibt, dann vielleicht in 2-3 Jahren, weil jetzt so viel gekauft wird, die dann Gebrauchten auf den Markt kommen. Genau, trotzdem dann merken, es ist trotzdem nicht mein Ding und dann wieder auf den Markt gehen. Ja? Also wir werden es sehen. Aber vielleicht war das ja jetzt auch die Initialzündung für viele, weil es gibt ja noch nicht so viele Campingfahrzeuge. Also in Deutschland liegen wir jetzt bei, ich glaube, 1,8 Millionen insgesamt. Das sind dann, ich sag mal, in Prozent etwa 2%, die jetzt eins haben. Im Vergleich zum Automobil ist da noch viel Luft nach oben. Ja, das ist schon so, absolut. Also sieht man immer wieder an diesen Zahlen. Ich kann jetzt leider die Schweizer Zahlen nicht so auswendig präsentieren, wie du das gemacht hast. Aber ich weiß, wir liegen da dicht dran, wenn nicht sogar auf gleicher Höhe prozentual. Und ja, Ist das bei dir auf der Autobahn? Da kommen jetzt auch immer mehr Wohnmobile entgegen, wenn du fährst? Definitiv, ja, also absolut. Ja. Und es ist sicher so, dass wir jetzt doppelt gefordert sind, der Handel, weil wir müssen ja schauen, dass wir auch vom Service her und der Werkstatt alles möglichst zeitnah für den Kunden erledigen können und nicht wegen dieser riesen Zunahme, dass wir dann immer oder der Kunde immer hinten ansteht und da kommt dann nichts. Also ihr habt ja auch ein super Land. Die Schweiz ist wunderschön, hat viele Seen, da kann man stehen. Aber ihr seid direkt an Italien, direkt an Frankreich, direkt an, ich sag mal, Österreich. Da kommt ja noch Kroatien mit allem drum und dran. Also zum Campen gehen, was Schöneres wie die Schweiz gibt es ja gar nicht. Natürlich. Also es wäre ja blöd, wenn ich was anderes sage. Aber, das war eine schöne Vorlage. Ja, genau. Du hast es selber gesagt. Ist so, also ich muss wirklich sagen, jedes Mal, wenn ich auf Geschäftsreise oder Urlaub im Ausland bin, denke ich jedes Mal wieder, ach, ist das so schön, nach Hause zu kommen, weil wir mit Ausnahme vom Meeranschluss
fehlt uns nichts. Also wir haben einfach keinen Strand und Palme, respektive Palme haben wir im Tessin. Ja, aber sonst fehlt es uns an nichts und darum freue ich mich jedes Mal wieder zu Hause zu sein. Ja, Stefan Kaufmann, dein Vater heißt wie mit Vornamen? Ulrich. Ulrich. Ja, hat er gut gemacht, der Stefan. Erste Mal auf dem Video, so in der Art? Nein. Schon öfter? Ja, Fernsehstar. gab's mal. Ja, nee. Ja, der Knaus. Im Leben vielleicht. Vorherigen Leben. Der Deseo 400 TR, diesmal in einer tollen Ausführung auf dem Swiss Caravan Salon im Jahr 2020. Heute drehen wir am 22. Oktober. Tschüss Marlene. Tschüss Sven. Ja, und tschüss Stefan. Ciao.